sind wir mal wieder unterwegs. Diesmal, wie ihr sehen könnt, in einem Stollensystem, in einem alten Bergwerk, was aber gleichzeitig noch als Uferlagerung eine Zeit lang gedient hat. Und zwar sollten hier damals Torpedos hergestellt werden und auch gelagert werden. Ja, und wir schauen uns heute einfach mal an, ob man davon noch was erkennen kann und wie es allgemein hier so aussieht. Bis gleich. Ja, zuerst einmal sieht man hier an den Seiten wieder diverse Metallverstrebungen, wo wahrscheinlich auch mal die Elektrik herging. Hier ist ein Plinderstollen. Das war halt früher ein ganz normales Schieferbergwerk. Wurde halt später umfunktioniert. Und sollte erstmal nur vorübergehend praktisch eine Uferlagerung sein, weil das eigentliche Projekt, wo die Torpedoherstellung durchgeführt werden sollte, das wurde erst komplett neu errichtet. Das war damals die Uferlagerung oder das Projekt Meerschaum, wo das passieren sollte. Und dann sollte das hier wieder ein bisschen mehr an Priorität verlieren. Aber dadurch, dass hier das Bergwerk schon bestand, musste man natürlich nicht mehr so viel Arbeit reinstecken, um hier mit dem Ausbau weiterzumachen und halt auch mit der Produktion zu beginnen. Hier kommen wir jetzt in den ersten Bereich, wo man hier auch schon noch etwas von dem Gleis sieht. Es wurden ja später hier noch die Gleise reingezogen. Ja, jetzt müssen wir hier durch so einen kleinen Spalt, um da hinten durchzukommen. Hier jetzt auch eine größere Halle zu kommen scheint. Ja, das ist eine größere Halle. Ja, hier seht ihr jetzt richtig schönes, klares, blaues Wasser. Wenn man jetzt mal an die Decke filmt, dann seht ihr da, das ist auch wie so eine Art Winde, also so ein Gewinde, so ein Rad. Aber wahrscheinlich irgendwie ein Seilzug oder sowas dran. Ja. Wir bewegen uns jetzt einfach mal weiter. Jetzt geht hier wieder was ab. Wahrscheinlich schon wieder in der Halle. Man sieht dann auch hier auf dem Boden ganz gut nochmal die Gleise, die überall gelegt wurden. Ja. Und auch hier dann schon ein bisschen Verbruch. Da oben ist ein richtiger Wasserfall. Mit den ganzen Kalkablagerungen, Versinderung. Das sieht richtig klasse aus. Das kommt da oben aus so einem Loch raus.
ich richtig gelesen habe, ist das, glaube ich, Januar 45 dann so richtig erst in Betrieb gegangen. Vorher war noch Ausbau und Vorbereitungsmaßnahmen. Wurden auch schon die Fließbänder in den unteren Sohlen hinzugefügt. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das so noch erkennen kann. Ich vermute mal nicht. Oh, hier vorne tun sich jetzt ein paar verbogene Wasserleitungen auf. Ja. Aber mal irgendwie besser an den Wänden fixiert. Ja, dann nähern wir uns jetzt hier einfach mal den Sprengstoff-Safe. Beziehungsweise nicht Safe, sondern ja, den Raum, wo der Sprengstoff dann gelagert wurde. Also zumindest ist das ein Indiz dafür. Oh, jetzt darf ich nicht hinbleiben. Ja. Ups. Oh, ja, dann sieht man ja auch, das ist hier die Kammer. Ja, aber hier ist noch eine Kammer. Die sind irgendwie miteinander verbunden. Und hier ist der nächste. Hier seht ihr auch nochmal die Wasserleitung, wie sie normalerweise ordentlich befestigt gewesen ist. Ja, dann schlängelt sich jetzt hier diese ganze Strecke weiter. Ja, hin und wieder zweigen jetzt halt so kleine Nebenstrecken ab, aber vermutlich nur, damit sie den ganzen Abraum da beiseite schaffen konnten. Weil man trifft dann eigentlich immer nur irgendwie auf Hallen. Oder diese Hallen sollten halt auch nochmal einen Zweck dienen. So, jetzt scheint es da hinten nochmal eine größere Halle zu geben. Und hier geht man ja jetzt den Gang nur weiter. Ja, hier ist nochmal wieder so eine Kammer. Wir sind jetzt im Prinzip rechts da gerade reingebogen. Und hier ist jetzt einfach nochmal so eine riesen Kammer, wo der Abraum versteckt wurde. Musste ja irgendwo hin. Entweder nach draußen oder man hat halt solche Nischen benutzt. Oder halt auch solche Wände hier drin hochgezogen. Und hier wird es jetzt interessant. Weil hier scheint nämlich das Material für die Bewetterung zu liegen. Was wir gerade eben vermisst haben. Da ist es aufgestapelt. Das ganze Zeug. Da ist das ganze Zeug, also die ganzen Bewetterungsrohre, die hier durchgeführt wurden, also zumindest nur ein Teil, das sind ja jetzt nicht alle. Nicht schlecht. Ja, wir sind jetzt den Hauptstrom wieder weitergefolgt und jetzt kommen wir hier zu so einer Art kleinen Kran, Seilzug, der hier so befestigt ist. Ja, und jetzt hier am Anfang dieser Halle steht. Die ist auch sehr hoch. Ja, und hier ist einfach so ein Kran. Hier ist noch so ein Kontergewicht scheinbar. Alte Seile und hier oben, da geht auch irgendwie ein Wasserrohr. Ich versuche eben mal hier hoch zu gehen. Und hier oben hat man scheinbar
so eine Art Schrägaufzug. Ja, es ist ein Schrägaufzug, wo man hier diese Loren, Hunde oder was auch immer hier hochziehen konnte. Oder abgebremst nach unten halt, je nachdem. Da unten seht ihr nochmal jetzt den Kran. Okay, dann gehen wir jetzt hier aus der großen Halle raus. Die ist wirklich gigantisch. Und ja, ist immer ein bisschen schlecht, das halt zu zeigen, aber das kennt jeder, der hier in solchen Anlagen, diese Anlagen befährt, dass eine Ausleuchtung halt immer sehr problematisch ist, auch wenn man echt coole Lampen hat. Auch Scheinwerfer und alles. Je nachdem wie der Fels hier ist. Und der ist auch mitunter sehr dunkel. Ja, jetzt nochmal eine weitere Kammer gekommen. Ihr hört es jetzt auch schon am Hall. Die ist echt riesig. Und ich kann sie leider gar nicht ausleuchten. Und hier unten ist ja wie so eine Art Gewässer, wo sich das Wasser gesammelt hat. Und hier ist, tja, keine Ahnung, irgendein Kessel wahrscheinlich, so wie das aussieht. Aber krass. Hier ist noch so eine kleine Schuttinsel. Ja, so eine richtige Kammer. Da hängen noch ein paar Bohrstäbe. Ja, das sollte wahrscheinlich dann mal einer dieser Lagerstätten höchstwahrscheinlich werden. Ja, krass. Und hier, ich glaube, sieht schon fast so aus, als ob die Strecke hier beendet ist. Zweigt sich nochmal ab. Aber, so wie es aussieht, ja, ist hier Schluss. Ja, hier war dann Schluss. So, damit haben wir jetzt auch diese Sohle erkundet. Zumindest den größten Teil davon. Das Bergwerk ist natürlich deutlich größer, hat meiner Meinung nach, glaube ich, bis zu 5 Sohlen. Und in den unteren Sohlen, wie gesagt, war ja dann die Produktionsstätte. Und die anderen Sohlen zum Teil dienten halt dann als Lagerstätte. Damit war es das jetzt in diesem Video mit der Anlage. Das war wirklich sehr beeindruckend und man musste halt auch immer dran denken, wie damals hier auch die Zwangsarbeiter unter extremsten Bedingungen schuften mussten. Das darf man auch nie vergessen, wenn man diese Anlagen betritt und auch den nötigen Respekt haben.
und ja, sich vernünftig dann durchbewegen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.